In diesem Video zeige ich die schönsten Plätze der gesamten Insel Mallorca. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Die Rundfahrt über die Insel Mallorca starten wir im Botanicactus, dem vermutlich größten botanischen Garten Europas in der Nähe von Ses Salines. Er umfasst rund 50.000 Quadratmeter tropische Vegetation und hat in seiner Mitte einen künstlichen See von rund 10.000 Quadratmetern. Insbesondere die über 10.000 Kakteenarten sind eine absolute Augenweide. Manche sind so unfassbar groß, dass man selber ganz klein wirkt. Ebenso bemerkenswert ist die Sammlung der mallorquinischen Flora mit ihren Oliven-, Mandel-, Zypressen- oder Eukalyptusbäumen. Was diesen Garten außerdem so besonders macht, er befindet sich komplett im Privateigentum und wird von keiner Organisation subventioniert. Meiner Meinung nach ist dies viel mehr als ein Geheimtipp, sondern ein absoluter Fixpunkt, wenn man Mallorca besucht. Weiter geht es an einer der schönsten Natursehenswürdigkeiten der Insel, dem Kap Formentor. Man findet es an der Nordspitze der Insel, am Ende einer langgezogenen Halbinsel, die sich von Port de Pollença über 20 Kilometer nach Nordosten zieht. An ihrer Spitze trifft man auf einen sehenswerten Leuchtturm. Die Fahrt dorthin ist felsig und karg. Die Fahrt ist mitunter abenteuerlich, da sie sich mit vielen Kurven durch eine wind- und wasserzerklüftete Landschaft zieht. Aber allein diese Fahrt wird durch immer neue Ausblicke und Haltepunkte zu einem einzigartigen Erlebnis, das ich auf keinen Fall missen möchte. Wer lieber seine Füße in die Hand nehmen möchte, der findet wenige Kilometer weiter südlich in Pollença eine 365-stufige Treppe hoch zum Kalvarienberg. Dort oben angekommen hat man eine super Sicht auf die Stadt und das Umland bis zur Halbinsel Formentor. Wenn man von Pollença aus nach Südwesten entlang der MA10 unterwegs ist, passiert man einige sehr schöne Kleinstädte. Eine davon ist Valldemossa. Die historische Altstadt lohnt einen Besuch, bei der man auch das ehemalige Haus von Frédéric Chopin besichtigen kann. Noch viel schöner ist Sóller. Diese Stadt zieht ihren besonderen Reiz durch die Verkehrsanbindung. Denn hier kann man mit einer alten historischen Straßenbahn sich ganz entspannt bis zum Hafen fahren lassen. Ein absolut wunderbares Erlebnis und für mich eine der schönsten Erinnerungen an die ganze Insel. Von Sóller aus geht auch eine direkte Zugverbindung nach Palma de Mallorca, die Hauptstadt der Insel. Auch diese Strecke ist mehr als empfehlenswert, führt sie doch in weiten Teilen durch das Tramuntana-Gebirge und dort durch mehrere Tunnels sowie Haarnadelkurven, um die Höhenunterschiede auszugleichen. Wer in Palma ist, der denkt als erstes an die wunderschöne Kathedrale direkt am Meer am Parc de la Mar. Neben ihrer imposanten Architektur, an der auch Antoni Gaudí mitgearbeitet hat, ist mir besonders das herausragende Spiel der Lichter im Inneren in Gedächtnis geblieben, das vor allem in den Morgenstunden sichtbar ist. Und wer eine hervorragende Sicht auf die Stadt haben möchte, der sollte es nicht versäumen, das Castell de Belver zu besuchen und zu erkunden. Auch für Archäologiefans gibt es auf Mallorca etwas zu entdecken, nämlich die talaiotische Siedlung von Capo Corb-Fell. Sie befindet sich östlich von Palma in der Nähe von Llucmajor. Wie alt diese Siedlung genau ist, kann man nicht sagen. Vermutlich stammt sie aber aus dem 12. Jahrhundert vor Christus. Sie zählt zu den größten und wichtigsten megalithischen Anlagen des westlichen Mittelmeeres. Nur etwa die Hälfte der damaligen Stadt ist heute freigelegt. Die andere Hälfte liegt unter den anliegenden landwirtschaftlichen Flächen.
Im Südwesten Mallorcas stößt man auf den Parc Natural de Mondragó. Durch diesen steinigen und teilweise ausgedörrten Naturpark schlängeln sich 4 Pfade, die die Besucher zu teils atemberaubenden Aussichtspunkten, ausgedehnten Feuchtgebieten und Buchten mit kristallklarem Wasser führen. Diese atemberaubenden Buchten mit ihrem weißen Sand liegen alle zwischen markanten, niedrigen Klippen. Der gesamte Naturpark ist autofrei. In Randa kann man auf den dortigen Klosterberg hinauffahren und weiter hochgehen. Auf diesem Berg liegen 3 Klöster, von denen das erste, das Santuari de Gracia, hier zu sehen ist. Es ist zwar das kleinste der 3, aber meiner Meinung nach auch das schönste. Es geht auf eine Wallfahrtskapelle zurück, die im 15. Jahrhundert unter Einbeziehung einer Höhle unterhalb einer Felswand von Franziskanern errichtet wurde. Mallorca ist zweifelsfrei immer eine Reise wert. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Spanien interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.